So findest du in Deutschland eine Wohnung und was du nach dem Einzug machen musst. Los geht's! Hi, ich bin Flora und ich helfe dir beim Deutschlernen. Viele Menschen kommen nach Deutschland und denken am Anfang, ich brauche einfach nur eine Wohnung. Aber sehr schnell merken sie, es geht nicht nur um die Wohnung. Du musst wissen, wo suche ich? Wie schreibe ich dem Vermieter? Welche Unterlagen brauche ich? Was sage ich bei der Besichtigung? Was muss ich im Mietvertrag verstehen? Und was muss ich nach dem Einzug machen? Denn nach dem Einzug ist noch lange nicht alles fertig. Du musst dich anmelden. Du musst Strom anmelden. Du brauchst Internet. Du musst deine neue Adresse ändern. Und manchmal hast du das Gefühl, ich wollte doch einfach nur wohnen. Und genau darum geht es heute. In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du in Deutschland eine Wohnung findest, wie du sie mieten kannst und was du nach dem Einzug direkt erledigen solltest. Ich erkläre dir alles in einfacher B1-Sprache. Los geht's! Das erste Problem: Viele suchen ohne Plan. Viele Menschen suchen Wohnungen ohne klares System. Sie schauen morgens kurz aufs Handy, dann abends nochmal, dann speichern Sie 3 Anzeigen, dann vergessen Sie wieder, wem Sie schon geschrieben haben. Dann kommt eine Antwort, aber die Unterlagen sind nicht fertig. Und am Ende haben Sie das Gefühl, ich mache so viel, aber ich komme nicht weiter. Das Problem ist oft nicht nur der Wohnungsmarkt. Das Problem ist auch, viele suchen chaotisch. Besser ist, du suchst mit Plan. Bevor du überhaupt anfängst, solltest du dir 4 Fragen beantworten. Erstens, wie viel Geld kannst du im Monat wirklich zahlen? Nicht so ungefähr, sondern realistisch. Also nicht, vielleicht geht noch etwas mehr, sondern das ist meine klare Grenze. Denn wenn du dir Wohnungen anschaust, die eigentlich zu teuer sind, verlierst du Zeit und auch oft die Motivation. Zweitens, in welcher Gegend willst du wohnen? Willst du nah bei der Arbeit wohnen, nah bei der Schule oder nah bei der Bahn? In einer ruhigen Gegend oder lieber zentral? Drittens, was brauchst du wirklich? Zum Beispiel ein Zimmer oder 2, Balkon oder nicht, mit Küche oder egal? Ist ein Aufzug wichtig? Möchtest du in einer WG wohnen oder in einer eigenen Wohnung? Viertens, ab wann brauchst du die Wohnung? Sofort? In einem Monat? In 3 Monaten? Wenn du diese 4 Punkte nicht klar hast, suchst du oft viel zu breit. Und dann wird alles schwerer. Wo findest du Wohnungen in Deutschland? Jetzt zur Suche selbst. Wohnungen findest du in Deutschland oft auf Wohnungsseiten im Internet, auf Kleinanzeigenseiten, über Wohnungsbaugesellschaften, über Genossenschaften, über Hausverwaltungen, über soziale Netzwerke, über Freunde, Familie, Bekannten und Kollegen. Und ich sage dir ganz ehrlich, nicht jede Wohnung findet man nur über das Internet. Manchmal sagt jemand, in meinem Haus wird bald etwas frei oder ein Kollege sucht einen Nachmieter oder frag mal dort nach, die haben oft freie Wohnungen. Deshalb ist ein wichtiger Satz: Ich suche gerade eine Wohnung. Wenn du etwas hörst, sag mir bitte Bescheid. Sag das ruhig vielen Menschen, denn Kontakte helfen oft. Gerade in Städten mit wenig freien Wohnungen kann das sehr wichtig sein. Du solltest also 2 Dinge gleichzeitig machen: Online suchen und mit Menschen sprechen. Diese Wörter musst du unbedingt verstehen. Wenn du Wohnungsanzeigen liest, siehst du viele Wörter, die wichtig sind. Wenn du diese Wörter nicht gut kennst, verstehst du die Anzeige nur halb. Kaltmiete. Das ist die reine Miete für die Wohnung. Nebenkosten. Das sind zusätzliche Kosten, zum Beispiel für Wasser, Reinigung oder andere Kosten rund ums Haus. Warmmiete. Das ist meistens Kaltmiete plus Nebenkosten. Strom und Internet sind dabei oft nicht automatisch enthalten. Das solltest du prüfen. Kaution.
Das ist Geld zur Sicherheit. Du zahlst es meistens am Anfang. Einbauküche. Die Küche ist schon eingebaut. Frei ab. Ab diesem Datum kannst du einziehen. WG. Die Wohngemeinschaft. Du wohnst mit anderen Menschen zusammen. Provisionsfrei. Du musst keine Maklerprovision zahlen. Diese Wörter sind wichtig, denn wenn du sie verstehst, kannst du Anzeigen besser vergleichen. Und noch etwas. Eine Wohnung kann auf den ersten Blick gut aussehen, aber trotzdem nicht gut zu deinem Leben passen. Frag dich also immer, ist die Wohnung bezahlbar? Ist die Lage gut? Wie komme ich zur Arbeit? Wie komme ich zum Deutschkurs? Gibt es Einkaufsmöglichkeiten? Ist es laut? Ist die Wohnung hell? Gibt es gutes Internet? Gerade beim Internet hängt viel von der Adresse ab. Nicht überall ist dieselbe Technik oder Geschwindigkeit verfügbar. So schreibst du dem Vermieter richtig. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Viele schreiben dem Vermieter nur, ist die Wohnung noch frei oder Hallo, Interesse oder ich will die Wohnung. Das ist meistens zu wenig. Du musst keine perfekte, schwierige E-Mail schreiben, aber du solltest freundlich, klar und ernsthaft wirken. Eine gute Nachricht ist kurz, freundlich, konkret, leicht zu lesen. Zum Beispiel: Guten Tag, ich habe Ihre Anzeige gesehen und habe großes Interesse an der Wohnung. Ich heiße, bin Jahre alt und arbeite als. Die Lage der Wohnung passt sehr gut zu meinem Alltag. Über eine Einladung zur Besichtigung würde ich mich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen, dein Name. Das ist einfach, aber es wirkt gut. Warum? Weil der Vermieter sofort sieht, du meinst es ernst, du kannst dich gut ausdrücken, du bist freundlich, du wirkst organisiert. Und das ist wichtig, denn der Vermieter bekommt oft viele Nachrichten. Dann macht nicht nur der Preis einen Unterschied, sondern auch der erste Eindruck. Ein gutes Profil hilft dir. Viele Menschen vergessen, der Vermieter fragt sich nicht nur, kann diese Person die Miete zahlen, sondern auch oft, ist die Person wahrscheinlich zuverlässig? Antwortet sie normal? Wirkt sie ruhig und organisiert? Macht sie einen guten Eindruck? Deshalb ist es hilfreich, wenn du in deiner Nachricht kurz etwas über dich schreibst. Zum Beispiel: Wer bist du? Was machst du beruflich? Warum musst du umziehen? Ab wann suchst du? Natürlich nicht zu viel, aber genug, damit man dich besser einschätzen kann. Zum Beispiel: Ich arbeite seit 2 Jahren in Köln als Pflegekraft und suche eine ruhige Wohnung in der Nähe meines Arbeitsplatzes. Oder ich beginne im nächsten Monat eine Ausbildung und suche deshalb eine Wohnung mit guter Anbindung. Das ist konkret und konkret ist oft besser als allgemein. Welche Unterlagen brauchst du oft? Jetzt kommt ein sehr praktischer Punkt. Viele verlieren Wohnungen nicht, weil sie ungeeignet sind, sondern weil andere Menschen schneller sind. Und andere sind oft schneller, weil sie ihre Unterlagen schon fertig haben. Typische Unterlagen sind oft Ausweis oder Pass, Gehaltsnachweis, manchmal auch der Arbeitsvertrag, eine Schufa-Auskunft, eine Mieter-Selbstauskunft, manchmal auch eine Mieterschuldenfreiheitsbescheinigung. Nicht jeder Vermieter will immer alles, aber vieles davon wird oft gefragt. Deshalb mein Tipp: Mach dir schon vorher einen Ordner, am besten digital, mit klaren PDF-Dateien. Nicht erst dann, wenn der Vermieter schreibt, bitte schicken Sie mir Ihre Unterlagen bis heute Abend. Dann ist es oft zu spät. Ein guter Satz ist: Meine Unterlagen kann ich Ihnen gerne direkt zuschicken. Das zeigt, du bist vorbereitet. Die Wohnungsbesichtigung. Nicht nur schauen, auch sprechen. Wenn du eine Einladung bekommst, ist das natürlich gut. Aber die Besichtigung ist mehr als nur Wohnung anschauen. Du schaust die Wohnung an, aber gleichzeitig schaut der Vermieter auch dich an.
Das heißt, wie du fragst, wie du reagierst und wie du wirkst, das kann sehr wichtig sein. Was du dir anschauen solltest: Wände, Fenster, Bad, Küche, Boden, den Geruch, das Licht, die Heizung, Geräusche und den Zustand allgemein. Und du solltest Fragen stellen, zum Beispiel: Wie hoch ist die Miete? Was ist in den Nebenkosten enthalten? Sind Strom und Internet schon dabei? Ab wann ist die Wohnung frei? Wie hoch ist die Kaution? Gibt es einen Keller? Gibt es eine Einbauküche? Sind Haustiere erlaubt? Welche Unterlagen brauchen Sie? Gerade Strom und Internet solltest du nicht einfach annehmen, sondern aktiv klären. Strom landet sonst häufig in der Grundversorgung und Internet hängt von der Verfügbarkeit von der Adresse ab. Gute Sätze bei der Besichtigung sind zum Beispiel: Die Wohnung gefällt mir sehr gut. Ich finde die Lage sehr praktisch. Ich könnte mir gut vorstellen, hier zu wohnen. Das klingt freundlich und interessiert. Typische Situation bei einer Besichtigung. Stell dir vor, du kommst zur Besichtigung und vor dem Haus stehen schon 12 andere Leute. Das passiert wirklich oft. Dann denken viele sofort: Oh nein, ich habe sowieso keine Chance. Aber so musst du nicht denken. Wichtig ist: Bleib freundlich, bleib ruhig, mach einen guten Eindruck. Wenn der Vermieter etwas erklärt, hör gut zu. Wenn du Fragen hast, frag klar und höflich. Zum Beispiel: Darf ich kurz fragen, wie hoch die Kaution ist? Oder: Ist die Küche im Mietpreis schon enthalten? Oder: Ab wann wäre die Wohnung verfügbar? Das klingt viel besser, als einfach nur still durch die Räume zu laufen und am Ende gar nichts zu sagen. Achte nicht nur auf schöne Fotos. Viele Wohnungen sehen online sehr schön aus. Helle Fotos, saubere Zimmer, schöne Perspektive. Aber in echt sieht es manchmal ganz anders aus. Deshalb schau nicht nur, ob die Wohnung schön ist, schau auch, ob sie praktisch ist. Frag dich: Ist die Wohnung zu dunkel? Riecht das Bad komisch? Gibt es Feuchtigkeit? Ist die Straße zu laut? Ist die Wohnung zu klein für mein Leben? Sind die Fenster alt? Gibt es genug Platz? Manchmal ist eine Wohnung auf Fotos perfekt, aber im Alltag nicht gut. Und manchmal ist eine Wohnung auf Fotos nur okay, aber in echt sehr sinnvoll. Nicht jede Wohnung, die frei ist automatisch gut. Wenn man lange sucht, passiert oft etwas Gefährliches. Man wird müde. Man denkt irgendwann: Egal, Hauptsache irgendwas. Das ist verständlich, aber auch gefährlich. Denn eine Wohnung ist nicht wie ein T-Shirt. Wenn du merkst, dass sie nicht passt, ist alles viel zu kompliziert. Deshalb: Wenn eine Wohnung zu teuer ist, zu laut ist oder wirklich schlecht zu deinem Leben passt, dann solltest du dir das ehrlich sagen. Natürlich muss man manchmal Kompromisse machen, aber nicht jeder Kompromiss ist sinnvoll. Ein guter Gedanke ist diese Wohnung nur besser als nichts oder ist sie wirklich okay für mein Leben? Der Mietvertrag. Bitte wirklich lesen. Wenn du die Wohnung bekommst, bist du oft froh, manchmal sogar erleichtert. Und genau dann lesen viele Menschen den Mietvertrag zu schnell. Mach das bitte nicht. Lies ihn in Ruhe. Achte auf Miete, Nebenkosten, Kaution, Beginn des Mietverhältnisses, Kündigungsfristen, Hausordnung, Zusatzregeln, was in der Wohnung enthalten ist. Wenn du etwas nicht verstehst, frag nach. Zum Beispiel: Können Sie mir bitte diesen Punkt kurz erklären? Oder: Ich möchte den Vertrag erst in Ruhe lesen. Das ist normal und das ist vernünftig. Gerade wenn Deutsch nicht deine Muttersprache ist, solltest du lieber einmal mehr nachfragen. Nach dem Einzug anmelden beim Bürgeramt. Jetzt kommt ein sehr wichtiger Schritt. Wenn du in Deutschland in eine neue Wohnung einziehst, musst du dich grundsätzlich innerhalb von 2 Wochen
bei der Meldebehörde anmelden. Dafür brauchst du normalerweise eine Wohnungsgeberbestätigung. Wenn du innerhalb Deutschlands umziehst, reicht in der Regel die Anmeldung am neuen Wohnort. Eine separate Abmeldung am alten Wohnort ist meistens nicht nötig. Viele sagen einfach, ich muss mich anmelden. Das bedeutet, du gehst zum Bürgeramt oder Einwohnermeldeamt. Dafür brauchst du meistens deinen Ausweis oder Pass, die Wohnungsgeberbestätigung. Diese Bestätigung ist wichtig, weil der Vermieter damit bestätigt, dass du wirklich dort wohnst. Mein Tipp: kümmere dich früh darum. In manchen Städten bekommt man nicht sofort einen Termin. Strom anmelden. Jetzt kommt ein Punkt, den viele vergessen: Strom. Viele denken, in der Wohnung ist Strom, also ist alles fertig. Aber das stimmt nicht automatisch. Wenn du dich nicht selbst darum kümmerst, landest du oft erst einmal in der Grundversorgung. Außerdem solltest du am Einzugstag Zählerstand und Zählernummer notieren und den Anbieter mitteilen. Praktisch heißt das: Stromanbieter prüfen, Vertrag abschließen oder Umzug melden, Zählerstand aufschreiben, Zählernummer notieren. Das ist sehr wichtig, denn später soll klar sein, so viel Strom war schon da, als ich eingezogen bin, und so viel habe ich selbst verbraucht. Ein guter Satz ist: Ich möchte Strom für meine neue Wohnung anmelden. Oder ich ziehe um und möchte meinen Vertrag an die neue Adresse mitnehmen. Internet anmelden. Internet ist auch ein wichtiges Thema und viele kümmern sich zu spät darum. Dann wohnen sie schon in der Wohnung, aber haben noch kein Internet. Deshalb regel das früh. Wenn du schon einen Vertrag hast, kann er beim Umzug oft weiterlaufen. Wenn dein Anbieter die vereinbarte Leistung an der neuen Adresse nicht erbringen kann, gibt es in der Regel ein Sonderkündigungsrecht mit Frist von einem Monat zum Ende des Kalendermonats. Beim Anbieterwechsel darf der Ausfall grundsätzlich höchstens einen Arbeitstag dauern. Wichtige Fragen sind: Welcher Anbieter ist an meiner neuen Adresse möglich? Welche Geschwindigkeiten gibt es? Ab wann kann der Anschluss freigeschaltet werden? Gute Sätze: Ich ziehe um und möchte meinen Internetanschluss an die neue Adresse mitnehmen. Welche Tarife sind an meiner Adresse verfügbar? Ab wann kann das Internet eingerichtet werden? Neue Adresse überall ändern. Nach dem Umzug ist man oft müde. Kartons, Möbel, Kisten, Papier, Stress. Und genau dann vergisst man Dinge, zum Beispiel die neue Adresse bei Bank, Arbeitgeber, Krankenkasse, Versicherung, Handyvertrag, Schule, Kita und Online-Shops umzumelden. Auch ein Nachsendeauftrag kann sinnvoll sein, damit Post vorübergehend an die neue Adresse von der Post weitergeleitet wird. Solche Punkte gehören zu den üblichen Umzugschecklisten. Mein Rat: Mach dir eine echte Liste, nicht nur im Kopf, sonst vergisst man fast immer etwas. Typische Fehler, die du vermeiden solltest. Hier sind noch einmal die typischen Fehler. Erstens: zu spät auf Anzeigen antworten. Zweitens: dem Vermieter zu kurz oder zu unfreundlich schreiben. Drittens: keine Unterlagen vorbereitet haben. Viertens: bei der Besichtigung nichts fragen. Fünftens: die Wohnung nur wegen der Fotos gut finden. Sechstens: den Mietvertrag zu schnell unterschreiben. Siebtens: die Anmeldung vergessen. Achtens: Strom nicht aktiv regeln. Neuntens: Internet zu spät anmelden. Und zehntens: die neue Adresse nicht überall ändern. Wenn du diese Fehler vermeidest, wird vieles leichter. Eine Wohnung in Deutschland zu finden, ist oft nicht leicht. Aber es wird viel einfacher, wenn du weißt, was du tun musst. Wichtig ist: klar suchen, freundlich schreiben, Unterlagen vorbereiten, bei der Besichtigung Fragen stellen, den Mietvertrag gut lesen und nach dem Einzug alles Wichtige bürokratische regeln.
Besonders wichtig sind die Anmeldung innerhalb von 2 Wochen, die Wohnungsgeberbestätigung und dass du dich aktiv um Strom und Internet kümmerst. Schreib mir gerne in die Kommentare, was ist für dich beim Thema Wohnung in Deutschland am schwierigsten? Ist es die Suche, die Sprache, die Besichtigung oder der Papierkram nach dem Einzug? Wenn dir dieses Video geholfen hat, abonniere gerne den Kanal, lass ein Like da, schreib einen Kommentar und hype das Video. Ich freue mich, dass du heute mit mir Deutsch gelernt hast. Ich drücke dir die Daumen, wenn du auf der Suche nach einer Wohnung bist. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Komm, jetzt geh los. Alles wird sonnenklar. Ein Schritt, ein neues Gefühl.